In vielen Tabletop-Spielen geht es ja ums Erobern oder Halten von Missionszielen, um so wichtige Siegpunkte zu bekommen. Doch wie wäre es mit einer richtigen Motivation in Form von Erfrischung? Schließlich gibt's nach einer heißen Schlacht nichts Besseres als ein kühles Getränk, oder? Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Die Idee zu diesen Kühlcontainern stammt übrigens von Markus Müller, der solche Geländestücke einst für einen Kunden angefertigt hatte. Mehr von Markus' ausgefallenen Ideen und Projekten findet ihr auf seinen Social-Media-Profilen bzw. in der Videobeschreibung. Um einen Kühlcontainer aus Hartschaum zu bauen, benötigt ihr einen Heißdrahtschneider mit einem Kreisschneider bzw. einer Kreisführung. Und natürlich Hartschaum. Hartschaum ist nämlich nicht nur ein vielseitiges Bastelmaterial, sondern wird üblicherweise ja zum Dämmen von Gebäuden eingesetzt. Entsprechend ist es ideal, um daraus einen funktionstüchtigen Kühlcontainer zu bauen. Ermittelt als erstes den Durchmesser und die Höhe eurer Getränkedose, um danach 3 Hartschaumblöcke als Ausgangsmaterial zuzuschneiden. Meine Dose hat rund 5,5 cm Durchmesser und ist 15 cm lang bzw. hoch. Um dieses Volumen abzudecken, braucht man 2 Blöcke von je 7,5 cm Höhe und rund 9 cm Länge und Breite. Für die Deckel bzw. Verschlüsse ist ein Block mit nur rund 2 bis 3 cm Höhe erforderlich. Markiert zunächst auf allen 3 Blöcken die Mitten, sodass ihr, wie hier zu sehen, einen Block A, B und C habt. Die Blöcke A und B sind identisch groß, allerdings werden sie gleich anders zugeschnitten. Beginnt mit Block A und stellt an eurem Kreisschneider einen Durchmesser von etwa 8,5 cm ein. Schneidet mit diesem Maß einen ersten Zylinder zu. Reduziert danach den Durchmesser auf 8 cm, um vom Zylinder einen dünnen Außenring abzuschneiden. Der Zylinder hat nun 8 cm Durchmesser, der Ring ist hingegen nur wenige Millimeter dick. Zum erneuten Einschneiden in eure Bauteile übrigens ein Tipp. Schneidet immer an derselben Stelle ins Bauteil. So habt ihr quasi nur eine Naht, die später nach unten gedreht und damit unsichtbar gemacht werden kann. Nehmt dann Block B und schneidet mit demselben 8 cm Maß einen weiteren Zylinder zu, der somit genauso groß ist wie der vorherige. Werft das Reststück übrigens nicht weg. Apropos Reststück: Um nun den exakten Innendurchmesser für eure Zylinder zu ermitteln, schnappt euch beliebige Reststücke von früheren Projekten. Stellt den Durchmesser eurer Getränkedose ein und schneidet das Innere des Reststücks heraus. Passt die Dose ohne möglichst viel Spiel und Gewackel hinein, ist das Maß perfekt. Schneidet mit diesem Maß dann das Innere aus beiden Zylindern heraus. Erhöht danach das Durchmessermaß um etwa 1 cm und schneidet aus dem C-Block einen etwas größeren Zylinder für die Deckel bzw. Verschlüsse zu. Das sind nun eure 5 Bauteile als Zwischenstand. Weiter geht's mit dem Reststück von Block B, das etwa mittig durchgeschnitten wird. Stellt dann eine Schnittbreite von etwa 1,5 cm ein und schneidet von dem halben Reststück 4 Stützen ab. Und danach vom Außenring mindestens 3 Ringe mit demselben Maß. Reduziert die Schnittbreite nun auf etwa 0,5 cm, um vom C-Block-Zylinder 2 Scheiben als Deckel bzw. Verschlüsse abzuschneiden. Anschließend kann es auch schon an den Zusammenbau gehen. Klebt zunächst die Zylinder an den Einschnittstellen zusammen. Danach wird an jedem Zylinder ein Deckel als Verschluss aufgeklebt. Es folgen die Stützen, die natürlich auf den Zylinderunterseiten mit der Naht angebracht werden. Für einen gleichmäßigen Abstand von außen nehme ich die dünnen Ringe zu Hilfe. Um nun die Verbindungsnaht zu kaschieren und die Oberfläche insgesamt etwas aufzulockern, werden mindestens 3 Ringe aufgeklebt. Hierbei muss der Ring an der Naht zur Hälfte überstehen, damit der andere Zylinder bzw. Containerteil später immer wieder hineingeschoben werden kann. Und sobald alles getrocknet ist, ist euer Kühlcontainer auch schon getränkedosenbereit. Beim Design eurer Kühlcontainer könnt ihr euch übrigens komplett frei austoben, denn das Grundprinzip ist stets dasselbe. 1 oder 2 Hartschaumblöcke müssen ausgehöhlt und dann durch Deckel verschlossen werden.
Ob die Blöcke hierbei als runde Zylinder oder eckige Quader zugeschnitten werden, spielt überhaupt keine Rolle. Auch bei der Dekoration könnt ihr eurer Kreativität absolut freien Lauf lassen und zum Beispiel ikonisches Zwergendesign passend für einen Biersilo der Wotan-Zwerge adaptieren. Viel Spaß beim Entwerfen, Bemalen und Erobern eurer Kühlcontainer. Wir sehen uns am nächsten Freitag. Bis dann.